Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Ich wollte noch einmal zurückkommen auf das Thema, das mich die ganze letzte Woche über von Montag bis Freitag in 5 Folgen beschäftigt hat, nämlich die Bedeutung des Gesichtsausdrucks und der Asymmetrie zwischen der rechten und der linken Gesichtshälfte und auch die Frage, ja, welche dieser beiden Seiten, ne, drückt den wahren Menschen authentischer aus? Ne? Müssen wir uns die linke oder die rechte Gesichtshälfte angucken? Beziehungsweise auch so ein bisschen die Frage, ne, Lächeln. Welche Bedeutung hat das Lächeln? Bin ich authentischer, wenn ich lächle? Aber die Gesellschaft erwartet ja von mir, dass ich einen ernsten Gesichtsausdruck habe. Ne? Deshalb, wenn ich aus dem Haus gehe, unterdrücke ich dieses innere Lächeln, oder ist es umgekehrt so, dass wir im Sazen oft einen eher ernsten Gesichtsausdruck haben, fast wie eine Leiche, aber sozusagen auf der Bühne, ne? Das Vorzeigegesicht ist das Lächeln. Darüber habe ich sehr ausführlich gesprochen und in der letzten Folge vom Freitag habe ich mich auch bezogen auf Fotografien eines Fotografen, der in Hamburg lebt und den Namen Walter Scheels trägt. 1936 geboren, das heißt, er ist schon fast 90. Ich habe ihn schon vor ein paar Jahren mal erwähnt, weil es da auch um den Gesichtsausdruck beim Sazen ging. Und die Frage, es gibt manche buddhistischen Lehrer, die lächeln ständig und andere, die haben eher so einen ernsthaften, fast schon grimmigen Gesichtsausdruck. Da sprach ich schon über die Leichenbilder von Walter Scheels und ich sagte, beim Sazen, da macht man kein Gesicht. Man lächelt nicht. Ne? Andere Meditationslehrer sagen, du solltest bewusst lächeln, deinem inneren Selbst zulächeln sozusagen, denn, das wird ja oft gesagt, wir lächeln nicht, weil wir glücklich sind, sondern wir sind glücklich, weil wir lächeln. Das heißt, lächle und du bist glücklicher. Aber das habe ich so im Zen eher selten gefunden. Ne? Also meine Lehrer, meine Mitpraktizierenden, das waren auch nicht Dauerlächler. Ne? Besonders beim Sesshin, da begegnet man auch einem ernsten Gesicht immer wieder und das muss, glaube ich, nichts Schlechtes sein. Wie dem auch sei. Die Bilder von Walter Scheels unterliegen natürlich dem Copyright. Ne? Und auf der Website von Walter Scheels steht auch ausdrücklich, ne, bitte verwenden Sie diese Bilder nicht für Ihre eigenen Zwecke. Deshalb habe ich eine Mail geschrieben an die Kontaktadresse, die auf der Website zu finden ist. Ne? Und ja, erhofft, dass ich von irgendeiner Agentur im Glücksfall die Erlaubnis bekomme, ne? Die Videos oder die Bilder in meinem Video so zu verwenden, wie ich sie verwendet habe. Insofern war ich sehr überrascht, dass mir Walter Scheels persönlich eine sehr, sehr freundliche Antwort geschrieben hat, auf die ich dann wiederum geantwortet habe und hätte mir dann nochmal und dann sogar noch ein drittes Mal sehr viel weitergeholfen. Denn ich dachte mir, ne, also Walter Scheels, das ist ja einer, der wirklich sich auskennt. Der hat Tausende von Gesichtern in seinem Leben gesehen und wenn irgendeiner was sagen kann über die Bedeutung des Gesichtsausdrucks und der rechten und der linken Gesichtshälfte und über Leichengesichter und Babygesichter, ne, und eigentlich alle Gesichter, ne, dann ist es Walter Scheels. Ne? Der hat Helmut Schmidt und Angela Merkel abgelichtet, aber auch den Dalai Lama und das wusste ich gar nicht. Ne? Pater Lassalle und Deshimaru, den berühmten Meister Deshimaru. Und natürlich auch unbekannte Kindergesichter, Babygesichter. Ne? Also, ich habe mich sehr gefreut über das Feedback von Walter Scheels und wollte euch noch ein wenig daran teilhaben lassen. Und für alle, die sich noch nicht umgeguckt haben auf der Website von Walter Scheels, das empfehle ich euch natürlich. Da gibt es herrliche Fotos, auch schöne Texte im Übrigen. Ne?
Und der Herr Scheels hat natürlich auch einige Bücher herausgegeben oder rausgebracht, ne, mit seinen Fotos. Und es gibt auch immer wieder, also wenn ihr nach dem Namen sucht, ne, auch jetzt noch immer wieder Ausstellungen im deutschen Raum. Ne? Also wenn ihr Glück habt, vielleicht ist ja auch bei euch in der Nähe irgendwo irgendwann eine Ausstellung. Ne? Zurzeit arbeitet er an einem Projekt, wo er Transpersonen fotografiert. Und das soll auch zeitnah in Buchform publiziert werden. Wie dem auch sei, ich möchte euch Teile der Antwort von Walter Scheels auf meine Bitte, seine Fotos auf meinem Videokanal veröffentlichen zu dürfen, vorlesen. Er schreibt: Lieber Herr Muho Nölke, Ihr Video, also das vom Freitag, hat mir gut gefallen. Ich bin ganz Ihrer Meinung, was das unechte Lächeln betrifft. Also oft, bei manchen Leuten mag es umgekehrt sein, ne? Die fangen zu lächeln an, wenn keiner mehr guckt, aber oft lächeln wir für die anderen und das ist dann halt kein echtes Lächeln, das von Herzen kommt. Und wie es mit dem Lächeln ist, das man ganz bewusst beim Meditieren aufsetzt, ist auch so eine Frage. Ne? Manche sagen, lächle und du wirst glücklich sein. Ich sage eher, ne, sei einfach so, wie du bist. Ne? Meine Porträts, schreibt Walter Scheels, hatten immer das Ziel, die Selbstvergessenheit. Auf dem Weg dorthin gab es natürlich auch lebendigen Ausdruck, von Lachen bis Weinen. Alles aber echt, nicht gestellt. In meinen Workshops ging es um Zentimeter, die einen Gesichtsausdruck sehr verändern. Ich fotografierte viele Langzeitprojekte. Über viele Jahre MusikerInnen, blinde, geistig behinderte Künstler. 3 Jahre im Hospiz, 2 Jahre im Gefängnis. 5 Jahre Frühgeburten bis zum 5. Lebensjahr. Seit 11 Jahren Transgender Jugendliche. Es entsteht gerade ein Buch davon. Ich porträtierte auch den Zen-Meister Hugo M. Enomiya Lassalle und war mehrere Male je eine Woche in seinen Sessions. Ebenso Taisen Deshimaru. Von vielen Menschen, die ich fotografierte, habe ich auch die Hände fotografiert. Siehe das Buch Hände im Fischer Verlag und dazu Horoskope. Und in diesem Buch findet man, glaube ich, auch das Porträt mit den Händen von Pater Lassalle. Und dazu gibt es ein Video, nicht ein Video, ein Interview. Wie heißt das? Redaktionsnetzwerk Deutschlands, RND. Da wurde er vor 8 Jahren oder inzwischen 9 Jahren zu diesem Buch, zu dieser Fotoserie interviewt und eine Frage lautete, zum Beispiel im Anschluss an eine Bemerkung, dass Helmut Schmidt, der dieser forsche Politiker war, ne, sehr, sehr weiche, empfindsame Hände hatte. Ne? Und das hat ihn zunächst überrascht, den Walter Scheels, aber dann, wenn er sich das Klavierspiel von Helmut Schmidt anhörte, dann merkte man, ja, die Hände, die passen zu diesem Mann, auch wenn es vielleicht seinem Politiker-Image ein bisschen widerspricht. Und darauf kam diese Frage, gab es denn irgendeinen, wo die Hände und der Mensch überhaupt nicht zusammenpassten? Und da fällt dann der Name Pater Lassalle. Der Walter Scheels, der bei ihm mehrere Sessions gemacht hat, ne, der sagte, der Lassalle war absolut klar. Aber die Linien auf der Hand waren so chaotisch, dass man kaum glauben konnte, dass sie zum selben Menschen gehören. Ne? Und ich habe den Walter Scheels dann noch gefragt, ja, und haben Sie denn auch ein Foto gemacht vom Taisen Deshimaru? Und er hat mir freundlicherweise eins geschickt. Ne? Ich weiß nicht, ob man das in irgendeinem Buch findet, aber den Taisen Deshimaru hat er auch abgelichtet. Aber weiter mit der Antwort. Also er hat Hände fotografiert und dazu auch Horoskope.
Ich erwähne dies, um unsere ähnlichen Interessen zu zeigen. Wenn Sie möchten, mich interessiert Ihr Horoskop, genaues Geburtsdatum und Uhrzeit, Ort Berlin. Offenbar wusste Herr Scheels, dass ich in Berlin geboren bin, und zwar am 1. März 1968. Eigentlich war ich für den Tag davor, es war ein Schaltjahr, 29. Februar geplant, aber laut der Erzählung meiner Eltern, ich wollte nicht raus, deshalb kam ich am nächsten Tag durch Kaiserschnitt auf die Welt. Ich kann mich natürlich nicht an die genaue Uhrzeit erinnern. Oft erinnern sich ja Mütter sehr viel genauer an die Uhrzeit als die Väter. Aber ich glaube mal, was von 11 Uhr oder so gehört zu haben. Das macht ja auch Sinn, ne? Wenn dann am Morgen die Ärzte rumgehen, Frau Nölke, wie ist es mit den Wehen? Und ja, da kommt noch nichts. Okay, dann bereiten wir uns jetzt mal auf den Kaiserschnitt vor. Ne? Also ich würde mal sagen, das dürfte so am Vormittag um 10 oder 11 gewesen sein. Und diese Daten habe ich dann dem Walter Scheels mitgeteilt. Mich interessiert aber auch, schreibt er, welche Wirkung die Hospizbilder haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich der Herr Scheels auch für euer Feedback interessiert. Ne? Also guckt euch um auf der Homepage, auf der Website und schreibt es entweder hier in die Kommentarspalte oder ihr könnt auch über das Kontaktformular auf seiner Website ihm direkt schreiben, welche Wirkung seine Bilder auf euch haben. Das interessiert ihn. Mit allen, die wir im Hospiz fotografiert haben, hatten wir Vereinbarungen für Veröffentlichungen. Dazu gehörte keine Veröffentlichung mit religiösem Bezug. Das klingt jetzt erstmal so, als hätte ich da schlechte Karten. Konfessionell schreibt er dazu und auch nur in Verbindung mit unseren Ausstellungen und dem Buch. Ihr Beitrag hat aber nichts mit Religion zu tun. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen, ne? Oder Buddha sei Dank. Sondern mit dem Gesichtsausdruck der Verstorbenen. Da bin ich aber auch ihrer Gesinnung. Somit können Sie die von Ihnen gezeigten Bilder aus unserer Homepage für diesen Beitrag benutzen. Bitte nicht für andere Themen. Und dann auf diese erste sehr, sehr freundliche Antwort und Genehmigung, die Bilder für das Video zu verwenden, habe ich ihn eben nochmal gefragt. Ne? Und was ist denn Ihre Meinung zu Symmetrie und Asymmetrie im Gesicht und dem Unterschied zwischen der rechten und der linken Gesichtshälfte? Ich habe gefunden, dass die linke Seite unsere Schattenseite sein soll, aber dann andere schreiben, das ist die Schokoladenseite, die wir schöner finden. Und daraufhin hat mir Herr Scheels wiederum in einer zweiten Mail sehr freundlich und ausführlich geantwortet. Ich zitiere: Seit ich Gesichter fotografiere, besonders seit der Zeit in den 70er Jahren, wo ich Geburten fotografiere, beschäftigen mich die unterschiedlichen Gesichtsseiten. Ein Porträt bestand bei mir aus 5 Fotos, normal, seitenverkehrt, zweimal rechte und zweimal linke Gesichtsseite und das Profil. Zuzüglich Ohren, Hände, Horoskop. Also diese Fotos vom Dalai Lama oder Helmut Schmidt, Angela Merkel, Campino hat er auch abgelichtet von den Toten Hosen, Beate Uhse. Bei Beate Uhse, das fand ich sehr interessant, dass die mich total erinnert hat an eine befreundete Zen-Meisterin, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber ein interessantes Gesicht, Beate Uhse. Ne? Und die wurden alle zum Teil auch mit erhobenen Händen, fast wie bei der Festnahme durch die Polizei, abgelichtet. In meinem Buch Das offene Geheimnis, und auch diesen Titel fand ich interessant, ne? Das Buch stammt von 1995. Offenes Geheimnis, das ist oft meine Übersetzung für Genjo Koan. Koan das Geheimnis, aber Genjo, es wird offenbar. Das offene Geheimnis.
Genjo Koan. Und das ist auch ein Titel eines Buches von Herrn Walter Scheels, 1995 im Mosaik Verlag erschienen. Dort habe ich diese Themen veröffentlicht. In den 90er Jahren habe ich Seminare gegeben, nur über die 2 Gesichtsseiten. Eine Woche, 12 Teilnehmerinnen, TeilnehmerInnen, meist Frauen. Es waren wichtige Erfahrungen, die ich dabei machte. Ich hatte einen größeren Spiegel, den ich senkrecht über das Gesicht hielt, möglichst genau die Mitte, auch wenn die Nase krumm ist. Stirn, Nase, Mund, Kinn. Und ich hatte zunächst Schwierigkeiten zu verstehen, was ist damit gemeint. Spiegel senkrecht über das Gesicht ist so gemeint. Was damit wohl gemeint ist, man hat ein Foto von sich, also angenommen, das wäre ein Foto von mir, und dann wird der Spiegel so senkrecht hier hingehalten und dann sehe ich zunächst eine Gesichtshälfte doppelt und wenn ich ihn dann so hinhalte, die andere Gesichtshälfte doppelt. Ne? Heute kann man das auch mit Apps machen, ne? Oder am Computer, aber das ist die analoge, einfachere Methode. Ne? Du nimmst ein Foto von dir und einen Spiegel und dann siehst du doppelrechts bzw. doppellinks. So spiegelt sich das Gesicht und nur so sieht man die großen Unterschiede rein emotional. Man muss erst einmal entscheiden, was mit rechts und links gemeint ist. Ich glaube, hier versucht der Herr Scheels zu erklären, warum die einen sagen, links ist die Schattenseite und die anderen sagen, links ist die Schokoladenseite. Vielleicht sind sie sich ja gar nicht einig darüber, was sie mit links meinen. Meinst du links vom Betrachter aus gesehen oder links von dir aus gesehen? Rechts ist unsere rechte Gesichtsseite, also bei mir wäre das die rechte Gesichtsseite, auch wenn sie von euch aus gesehen natürlich links ist. Beim Betrachter eines Fotos ist es folglich seitenverkehrt als linke Seite gesehen und umgekehrt. Das ist aber eine falsche Bezeichnung und führt zur Verwechslung von rechts und links. Unsere rechte Seite wird von der linken Hirnhälfte gesteuert und umgekehrt. Die rechte Gesichtsseite wird der Sonne zugeordnet. Also diese Seite hängt mit der linken Gehirnhälfte zu und ist die Sonne, also Yang sozusagen. In Klammern Tag, Licht, positiv, der Vater, das Bewusstsein, der Wille, Bewegung, optimistisch, Zukunft, das Leben oder Dur in der Musik und so weiter. Und die linke Gesichtsseite, verbunden mit der rechten Hirnhälfte, wäre dann der Mond, die Nacht, der Traum, negativ, die Mutter, Unterbewusstsein, pessimistisch, Vergangenheit, Tod, Moll oder Yin. Wobei das Interessante im Deutschen ist ja, dass der Mond, der eigentlich Yin sein soll, männlich ist und die Sonne, die eigentlich Yang sein soll, weiblich ist. Und in der japanischen Mythologie ist es zufällig genauso, ne? Dass die Sonnengöttin eine Frau ist und der Mond Gott ein Mann. Wie dem auch sei, dieses Stimmungsbild ist mitentscheidend für ein Porträt. Wichtig ist, beide Seiten als gleichwertig zu betrachten. Den Unterschied erleben wir dann. Nach meiner Erfahrung wird bei den meisten Menschen ihre rechte Seite als gut gesehen. Auch das Lächeln zeigt sich meist nur auf der rechten Seite, auch schon beim Baby. Es ist also angeboren. Unser linkes Hirn bringt die Sonne. So einfach ist es nicht. Man sieht das gespiegelte Gesicht nur emotional. Die Deutung ist immer subjektiv. Doch in der Regel empfinden die meisten Menschen ihre linke Seite ernster. Der Blick ist in Anführungszeichen trauriger, unbeweglicher, selten mit Lächeln im Vergleich zur rechten Seite.
Die Frage ist, warum ist es so? Und das war auch meine Beobachtung, ne? Sowohl bei dem Gesicht von Shunryu Suzuki als auch bei meinem eigenen Gesicht. Und auch wenn man sich die Gesichter auf der Homepage vom Walter Scheels anguckt, ne? Oft ist die linke Seite, ich habe es als fokussierter ausgedrückt, ne? Ich fühle mich da eher in den Fokus genommen. Während die rechte Seite, ich habe so gesagt, so ein bisschen aufgedunsen, halt die positiv gesagt, die freundlichere Seite, die offizielle Seite, aber auch ein bisschen unverbindlicher. Die rechte Seite lächelt vielleicht eher, aber es ist kein verbindliches Lächeln. Und hier scheint mich der Walter Scheels in meiner Wahrnehmung zu bestätigen. Er schreibt: Die linke Hirnhemisphäre ist auch der Kunst näher und mehr mit der Musik verbunden. Aber das kennen Sie ja alles. Als Porträtfotograf gehört das Wissen darüber zum Handwerkszeug. Fotografisch habe ich lange mehr diese rechte Seite beleuchtet, links mehr Schatten. Heute beleuchte ich beide Seiten gleich hell und genau mittig fotografiert. Nur so empfinden wir jede Seite gleichberechtigt. Die rechte Gesichtshälfte ist auch meist etwas größer als die linke. Und ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, ne? Aber bei den Fotos, die ich gefunden habe auf Walter Scheels Website, ne? Nur bei der Angela Merkel scheint die linke Seite ein bisschen im Schatten zu sein. Ich weiß nicht, ob das noch aus der Zeit stammt, ne, wo er das bewusst gemacht hat oder ob das sich zufällig so ergeben hat. Ne? Also er sagt, früher hat er das so gemacht, aber dann ist er dazu übergegangen, beide Seiten gleich zu beleuchten, dass sie gleichwertig sind. Das heißt, die Schattenseite wird nicht bewusst in den Schatten gestellt. Am Ende werden wir von der rechten Hirnhälfte bestimmt. Sigmund Freud hat es das Es genannt. Aber das wissen Sie doch alles schon längst. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht oder überrascht mich jetzt beim mehrmaligen Lesen, denn die rechte Hirnhälfte, okay, es macht Sinn. Ne? Also die rechte Hirnhälfte ist mit dem linken Gesicht verbunden, das ist die Schattenseite, sagen zumindest manche, und da drückt sich das Es aus. Und ob das Es, dass der wahre Mensch ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ne? Ich würde sagen, alle Teile, das Ich und das Über-Ich, sie gehören alle dazu, ne? Aber nicht die offizielle Seite. Die drückt sich in der rechten Hirnhälfte oder wird bestimmt von der rechten Hirnhälfte und drückt sich dann auf der linken Seite. Was sich in Ihrem Gesicht, also ich habe ihm dann auch diese doppelrechten und doppellinken Fotos von mir geschickt, die ich letzte Woche am Mittwoch und Donnerstag euch gezeigt habe. Ne? Die habe ich auch dem Walter Scheels geschickt und ihn gefragt, ne? Was fällt Ihnen denn ein zu meinem Gesicht? Er schreibt, was sich in Ihrem Gesicht deutlich zeigt, ist im Horoskop die enge Konjunktion von Mond, Saturn, Mars im Marszeichen Widder. Das ist ein starker, dominanter Aspekt, Energie und Widerstand, von Mond eingebettet und Aspekt zu Neptun, der Herrscher im Zeichen Fische, wo ihre Sonne steht. Und leider kenne ich mich mit Astrologie überhaupt nicht aus. Ich habe ein bisschen danach gegurgelt. Mars ist ja ein Kriegsgott und auch Saturn steht, glaube ich, eher so für das Unheil, Schatten, das Schattenreich. Ne? Der Mond ebenfalls, ne? Schatten. Keine Ahnung. Ne? Freud würde vielleicht vom geballten Todestrieb sprechen, was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nicht. Ne? Aber Herr Scheel schreibt, das Horoskop ist außergewöhnlich. Dass Sie zum Zen geführt wurden, nicht ohne eigenen Willen, ist ein Glück.
Welche Alternative hätte es gegeben? Und diese Frage wird hier so in den Raum gestellt, ohne dass eine Antwort gegeben wurde. Als ich das gelesen habe, der erste Gedanke war Suizid. Ne? Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass mich Zen vermutlich vor dem Selbstmord bewahrt hat. Ob das so in den Sternen stand oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ne? Aber Herr Scheels sagt, wenn ich mir Ihr Horoskop angucke, ein Glück, dass Sie zum Zen gelangt sind. Das Leben vor der Geburt und danach und das Sterben sind ein großes Geheimnis, schreibt er am Ende. Ja, und ich möchte mich hier nochmal sehr herzlich bedanken bei Herrn Scheels, ne, zum einen für die Genehmigung seiner Fotos zu verwenden oder überhaupt bedanke ich mich auch im Namen vermutlich vieler meiner Zuschauer. Danke dafür, dass Sie diese Fotos überhaupt gemacht haben, dass man die auf Ihrer Website bewundern kann, dass man die in der Form von Büchern kaufen kann, dass es diese Ausstellungen gibt. Viele freuen sich wahrscheinlich auch schon auf ihre Arbeit mit Transmenschen. Und als kleine Überleitung, vermutlich übermorgen, mache ich etwas über Zen und Kreativität. Ein Thema, über das ich schon gesprochen habe. Ich komme morgen nochmal darüber zurück und dann werde ich auch Beuys nennen. Beuys ist für mich so ein Repräsentant des der antiautoritären Kunst. Und ich so ein bisschen kritisch beleuchte dann in meinem nächsten Video den Beuys, frage mich, ja, wie antiautoritär ist das wirklich, ne? Wie Anti-Establishment, zumindest bei den Nachfolgern vom Beuys, ne, ist diese Pose selbst ja schon zum Establishment geworden. Aber der Walter Scheels hat auch den Beuys und den Andy Warhol, die er beide sehr bewundert, oder genau genommen schreibt er, Andy Warhol, den habe ich immer schon bewundert, und beim Beuys, da hatte ich so nicht so den Zugang, ne, zu den ganzen Badewannen mit Fett, ne, und Filz und so weiter. Ne. Hat mir weniger gegeben, aber ich mochte die Performance. Und er schreibt, das ist ein Zitat von der Webpage, von der Website: Beuys und Warhol haben jeder auf seine Weise den Kunstbegriff revolutioniert. Beuys mit seinem Konzept der sozialen Plastik und der Idee, jeder Mensch sei Künstler. Warhol, indem er mit den Mitteln der Pop-Art jeden und alles kunstfähig machte. Vom Dollarschein über den Diktator Mao bis zum tödlichen Verkehrsunfall. All is pretty. Dahinter steht der gleiche Absolutheitsanspruch. Beide balancierten oft genug am Rand zur Clownerie. Aber es ist diese Radikalität, die sie zu wirklichen Weltkünstlern macht. Offenbar schätzten sie einander. Warhol schuf Beuys Porträts mit Diamantenstaub. Und als Beuys einmal nach seiner Meinung über Warhol gefragt wurde, soll er geantwortet haben, er liebe ihn zu sehr, um ihn zu analysieren. Ich denke, wir alle sitzen im selben Boot und sind liebesbedürftig. Am Anfang und am Ende sind wir alle gleich. Aber was wissen wir schon über Beuys und Warhol? Das fand ich eine schöne Überleitung zu meinem übernächsten Video, ne, wo es um Kreativität, Autorität und Anti-Autorität geht. Und auch ein schöner Abschluss. Ne? Also hier spricht er über Beuys und Warhol. Und das sind zwei Menschen mit einer linken und einer rechten Seite. Ne? Aber wenn ich jetzt Beuys und Warhol der linken und der rechten Gesichtshälfte zuordnen würde, dann würde ich sagen, Beuys für mich ist ein bisschen mehr linke Gesichtshälfte.
und Warhol ein bisschen mehr rechte Gesichtshälfte. Könnte man auch umgekehrt sehen, aber das Warhol-Gesicht ist für mich mehr so ein offizielles Vorzeigegesicht, zumindest im Vergleich zu Beuys. Ne? Aber ne, die beiden liebten sich, sie brauchten einander. Wir sitzen alle im selben Boot und sind liebesbedürftig. Insofern die Frage, ne, was ist meine wahre Gesichtshälfte? Ist es jetzt die linke oder die rechte? Es sind beides deine wahren Gesichtshälften. Ne? Und du solltest dein Gesicht so sehr lieben und auch die Gesichter deiner Mitmenschen, dass du am besten darauf verzichtest, sie zu analysieren. Okay, so viel erstmal zum Thema Gesichter. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal noch darauf zurück. Ne? Und wie gesagt, schaut euch die Website von Walter Scheels an, kauft seine Bücher, geht in die Ausstellung, googelt den Namen. Ne? Es gibt viel im Internet. Und wie gesagt, auch ein persönliches Danke an Herrn Scheels selbst dafür, dass Sie mir weitergeholfen haben. Habt einen schönen Tag, wir sehen uns wieder. Tschüss.